Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Der Valentinstag steht vor der Tür und so habe ich euch eine wundervolle Torte mitgebracht. Und zwar ist es meine Milky Way Torte mit Schokobiskuit und Milky Way Sahnecreme. Also was absolut Geniales. Ich liebe es einfach. Ich bin absoluter Milky Way Fan. Die Torte kann man in einer Herzform backen oder aber auch ganz normal in einer 26er Springform. Die Herzform bekommt ihr bei mir im Shop. Das ist die größte meiner 3 Formen. Die kommen im Set. Übrigens, der Shop ist jetzt für ganz Europa geöffnet. Und es gibt 5% auf alles mit dem Code Valentin2025. Einfach an der Kasse eingeben und die 5% werden abgezogen. Alle meine Produkte mit der Krone sind immer noch versandkostenfrei. Das bleibt erstmal so in ganz Europa. Also das ist wirklich ein Hammerangebot. Die werden bei mir hier um die Ecke in Weibstadt hergestellt, also in Deutschland hergestellt, sind von allerfeinster Qualität. Man kann damit einfach fantastisch und schön backen. Und sie haben alle die kleine Krone drauf. Ich kann es euch nur empfehlen, dort einfach mal wieder stöbern zu gehen und auch euch selber etwas zum Valentinstag zu gönnen. Wir starten mit unserer Torte. Den Boden habe ich mir am Vortag vorgebacken und ich habe mir auch meine Milky Way Sahne-Ganache am Vortag vorbereitet, denn die muss eine Nacht abkühlen. Das Rezept findet ihr natürlich wie immer hier unter dem Videotitel in der Videobeschreibung. Dort ist es verlinkt und ihr könnt das Rezept bei mir auf dem Blog auch ausdrucken. Also schaut dort auch vorbei. Die Creme für unsere Torte werde ich jetzt am Vortag schon herstellen, denn die muss über Nacht abkühlen und wird dann am nächsten Tag aufgeschlagen. Und ich verwende 2 Packungen bzw. 1,5 Packungen Milky Way dafür. Und in einer Packung sind knappe 200 Gramm, 193,5 Gramm. Das heißt, ich werde dann einfach 300 Gramm Milky Way ungefähr verwenden. Die packe ich mir jetzt erstmal alle aus und dann werden wir uns an die Creme machen. So, da sind meine Milky Way. Es sind insgesamt 14 Stück und das macht 330 Gramm Milky Way, dass ihr Bescheid wisst. Und die werden wir uns jetzt alle schön grob hacken. Und hinzu kommt noch etwas Schokolade, Vollmilchschokolade, 150 Gramm. Also 1,5 Tafeln auch. Die werde ich mir auch mit hacken, wird auch mit geschmolzen. Komme hier in meine Schüssel. Und dann muss ich gleich nur noch die Sahne heiß machen und einfach drüber gießen. Und dann schmilzt das richtig schön. Richtig lecker. Ich liebe ja Milky Way. Ich bin ein absoluter Milky Way Fan. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich liebe es einfach. Jetzt noch die Schokolade. Ich nehme da immer die gute Schokolade, weil man da auch einen Baum mit pflanzen kann. Es ist keine Werbung, sondern es ist einfach meine Überzeugung tatsächlich. Schmeckt auch sehr, sehr lecker. Ist ganz schön gestaltet auch. Ich habe auch schon mal ein Video mit denen zusammen gemacht und Tafeln verlost. Das ist schon lange her. Schmeckt richtig gut, diese Schokolade. Und man tut auch noch was Gutes, wenn man sie kauft. Hier könnt ihr stattdessen auch Zartbitter verwenden. Aber wer richtig Milky Way haben möchte, der sollte Vollmilchschokolade verwenden. Kommt auch noch dazu, also wir brauchen hier richtig eine große Ladung. Wir wollen ja aber auch eine schöne, leckere, richtige Milky Way Torte haben. Absolut verführerisch. Jetzt noch die Hälfte der anderen, also 150 Gramm. Wir haben unsere Schokolade, unser Milky Way. Jetzt brauchen wir noch unsere Sahne. Ich hoffe, dass sich das hier alles gut lösen wird. Es dauert natürlich eine Weile, bis das alles vermischt ist. Die Sahne habe ich mir in einen Topf gegeben, einmal kalt ausgespült vorher. Dann brennt sie nicht so leicht an. Und dann einfach unter ständigem Rühren schön erhitzen und einmal aufkochen lassen, bis sie so knapp überkocht. Und da können wir sie gleich über die Schokolade geben. Einmal kurz aufkochen. Und ihr seht, sie steigt und runternehmen, sonst hat man ein Problem. So, los geht's. Da schmilzt schon alles. Und jetzt lasse ich das einfach so ein paar Minuten, 5 Minuten abgedeckt stehen und rühre es dann mit einem Spatel durch. Ja, dann haben wir unsere Ganache schon fast fertig. Wir müssen dann nur noch über Nacht warten. Deswegen am Vortag vorbereiten.
nach 5 Minuten einfach mit dem Spatel schön durchrühren. Rühren, bis alles miteinander schön verbunden ist. Und ich kann euch sagen, diese Creme ist der absolute Hammer. Ist mega, mega lecker. Und ihr seht, die Creme bekommt dann auch schon so eine richtige Milky Way Farbe. Wunderbar. Wir haben unsere Milky Way Ganache. Es ist normal, dass sich das Innere des Milky Way nicht so ganz so gut auflöst. Es besteht ja nicht aus Schokolade. Deswegen das eventuell noch durchsieben und dann zerdrücken oder eben mit einem Pürierstab dran gehen, dass ihr einfach eine schöne homogene Masse jetzt habt. Und jetzt muss das Ganze abkühlen und zwar am besten über Nacht. Und natürlich werdet ihr euch auch den Schokobiskuit einfach am Vortag zubereiten. Den Biskuit am Vortag vorbacken. Ich mache es so, dass ich die Form kurz in den Teig tunke. Dann backe ich ihn 5 Minuten vor. Dann läuft nämlich auch nichts aus, wenn ich ohne Boden backe. Und dann kommt mein Schokobiskuit hier hinein. Und dann kann da auch nichts passieren. Die Form wird wie immer nicht gefettet. Ich backe ganz normal auf meiner Backmatte, auf meinem Backblech. Schöner Schokobiskuit. Das Video dazu verlinke ich euch gerne in der Infobox, also in der Videobeschreibung. Jetzt backe ich den wie gewohnt 25 bis 30 Minuten und dann sehen wir uns zum Füllen der Torte wieder. Das macht ihr alles am Vortag. Bei mir hat es etwas länger gedauert als sonst, den Biskuit zu backen. Es liegt einfach daran, dass die Form höher backt als eine normale 26er Springform. Ganz normal wie immer abziehen. Und jetzt können wir hier einfach unser Herz rausholen. Ich habe das Messer auf 1,5 cm eingestellt und schneide hier jetzt einfach den ersten Boden schon mal raus. Ihr seht, das geht wirklich fantastisch mit diesem Messer. Es ist sehr scharf und man kann eben hier durch diese beiden Fürteile, ich weiß nicht, wie man das nennen sollte, dadurch verrutscht dann nichts beim Schnitt und man hat einen vollständig geraden Boden. Schaut euch das mal an, so ein wunderbarer, fluffiger Biskuit. Dann lasse ich das Messer einfach so und schneide mir den zweiten Boden. Und den Boden auch immer am Vortag backen, dann lässt er sich viel einfacher schneiden. Er krümelt nicht so stark. Also einfach backen, abkühlen lassen, dann in den Kühlschrank stellen, denn dann haben wir einfach gar keine Schwierigkeiten, einen wunderbaren Boden zu schneiden. 1,5 cm, absolut gerade, perfekt. Dann stelle ich hier auf 2 cm mal um und nehme mir einfach die Backhaut ab. So. So, die Backhaut. Daraus kann man dann Cake Pops machen und die Kinder können es vernaschen. Also ihr seht, hier ist noch ein dicker, schöner 2 cm Boden gekommen. Den können wir uns dann nach ganz unten machen. Wunderbar. So, meine Creme. Ich habe mir schon einen Teil abgenommen für die Dekoration zum Aufschlagen. Das mache ich separat. Aber ihr könnt die Ganache auch in einer Schüssel aufschlagen. Beim Aufschlagen einfach Sahneapart oder Sahnefest hinzurieseln lassen. Ich habe jetzt hier insgesamt für diese Menge 3 Päckchen Sahnefest. So, und wenn die Creme so fantastisch aufgeschlagen ist und hier einfach diese Spitzen stehen bleiben, dann ist sie fertig. Also sie sollte richtig schön steif aufgeschlagen werden. Das ist schon wichtig, damit unsere Torte auch ausreichend Stand hat. Und dann können wir unsere Torte auch schon füllen. Der Aufbau ist nun folgender, wie immer. Drehteller, Cakeboard, bekommt ihr alles bei mir im Shop, die Utensilien. Dann die Tortenpappe und wer möchte, kann sie natürlich auch in Herzform zuschneiden. Darauf dann den ersten Boden platzieren. Sieht schon mal wunderschön aus. Und jetzt kann man hier auf den Boden natürlich noch eine Johannisbeerfüllung geben oder eine Fruchtfüllung oder aber wer es richtig schokoladig möchte. Und bei uns in der Familie ist es so. Deswegen mache ich jetzt noch einen flüssigen Schokoaufstrich darauf, bevor ich die Creme auftrage. Also das ist einfach ein Schokoaufstrich, den ich mir jetzt gerade habe schmelzen lassen. Kurz in der Mikrowelle. Dann lässt er sich viel besser auftragen. Gerade ein bisschen warm machen und auf dem Boden verteilen. Gerade noch schön verstreichen. Und ihr seht, das geht ganz, ganz einfach, wenn man
das ein bisschen erhitzt. Dann lässt sich das super verstreichen. Sehr, sehr lecker. Oh mein Gott. Mir läuft hier schon das Wasser im Mund zusammen. Sieht auch so wunderschön aus, so ein Herz mit Schokolade. Das waren jetzt so 3-4 Esslöffel. So, damit ich nachher das auch gut abkriege von der Form. Das ist immer so ein bisschen schwierig, wenn man keine Springform verwendet. Da mache ich auch eine Tortenrandfolie hier diesmal rein. Das ist so ein bisschen tricky, weil die sich ganz gerne mal wieder zusammenrollt. Da muss man so ein bisschen Geduld haben, dann geht das auch. Dann kriegt man die hier in das Herz rein und kann sie einfach drum stellen. So, gleich haben wir es. Jawohl. Also die Folie ist mit drin. Man kann sich hier auch noch so ein bisschen fixieren mit einem kleinen Klebebändchen hier oben, dass sie euch nicht entgegenkommt. Und dann können wir das nachher auch wunderbar alles lösen. Auch die Folie bekommt ihr bei mir in verschiedenen Größen und Formen im Shop. Perfekt. Jetzt können wir uns die Torte gut füllen. Und schaut euch mal diese Creme an. Ich fasse es nicht. Es ist ja der absolute Hammer, diese Creme. Davon geben wir uns jetzt ein bisschen was hier unten auf den Boden. Also der absolute Wahnsinn. Total lecker. Und ich verstreiche das jetzt mit meiner Streichhilfe. Da komme ich am besten rein. Mit der Palette wäre das jetzt nicht so easy. Wenn ihr es ganz exakt haben wollt, lasst ihr die Schokolade etwas anziehen, bevor ihr die Creme drauf gebt. Eine schöne Lage von dieser fantastischen Milky Way Creme. Schön glatt streichen. Das geht richtig gut mit der Streichhilfe, muss ich echt sagen. Ich glaube, mit einer Palette wäre das jetzt nicht so easy. Einfach klasse, geht richtig zügig. So, Nummer 1. Der zweite Boden jetzt hinein. Vorsichtig. Andrücken. Hier streiche ich jetzt wieder etwas von meiner Schokocreme drauf. Ist absolut optional, müsst ihr nicht machen. Aber ich glaube, meine Kinder werden mich dafür lieben. Richtig schön einstreichen, dass wir richtig einen super schokoladigen, leckeren Boden bekommen. Wenn ihr wollt, es ist absolut optional. Und mit der Palette komme ich hier jetzt nur noch ganz schlecht rein in so eine Form. Also das ist eine kleine Palette. Da kann ich euch wirklich die Sugar Princess Streichhilfe empfehlen. Da habt ihr damit keine Probleme mehr. Die Schokolade auch gerne so ein bisschen anziehen lassen erstmal, dass sie sich so ein bisschen setzt und dann die Creme drauf geben. Ich mache jetzt schon mal weiter. Denn ihr wisst ja, bei mir muss es schnell gehen beim Drehen. Sonst dauert das alles sehr, sehr lange. Wieder schön verstreichen. Und ich liebe diese Creme, die schmeckt so lecker. Das ist wirklich eine fantastische Creme für alle, die die Milky Way lieben. Es geht wirklich perfekt mit dieser Streichhilfe. Also sie ist jetzt nicht gerade das billigste Schmuckstück in der Küche, aber sie ist auch wirklich ein Schmuckstück. Sie ist jeden Cent wert. Perfekt, wunderbar glatt gestrichen. Jetzt kommt hier natürlich der letzte Boden oben drauf. Und den drehen wir einfach um, dann haben wir sozusagen den geradesten Boden oben. Das ist immer nicht verkehrt. Versuchen rein zu basteln hier. Da seht ihr auch, die Torte wird richtig schön hoch, gerade in dieser Herzform. Wir sind ja jetzt hier schon am obersten Ende. Und da wären wir jetzt natürlich aufgeschmissen, wenn wir keine Tortenrandfolie hätten. Wieder etwas Schokolade. Leute, das ist so lecker. Der Vorteil an einer Nutella oder einer Schokocreme ist einfach, dass die auch nicht so fest wird und dass man dann die Torte trotzdem noch gut schneiden kann. Wieder etwas oben auf die Torte und achtet darauf, dass ihr noch etwas von der Creme dann auch übrig habt für die Seiten. Seiten und Dekoration, wenn ihr die auch aus der Creme machen wollt. Ich habe mir jetzt noch ein bisschen was übrig gelassen zum Aufschlagen in einer anderen Schüssel. Wieder schön glatt verstreichen. Also ich sag euch, wer diese Torte bekommt, der wird einfach umkippen. Denn so ein riesen Milky Way in Herzform, also das ist schon ein Liebesbeweis. So, und ihr seht, perfekt eingestrichen. Und jetzt darf die Torte entweder über Nacht in den Kühlschrank oder ihr stellt sie mindestens 1 Stunde in den Kühlschrank, 1/2 in den Tiefkühler, damit einfach sich alles schön setzt und wir sie dann auch gut aus der Form rausbekommen. Und dann können wir sie final dekorieren.
Meine Torte ist wunderbar durchgekühlt. Ihr seht es hier beschlägt es jetzt so ein bisschen. Die war bei mir auf dem Balkon schön abgedeckt. Und jetzt können wir hier einfach die Herzform hochziehen. Wir haben ja die Folie drum. Es geht dann ganz einfach. Wenn wir die Folie jetzt nicht hätten, wäre es ein bisschen komplizierter. Ich habe hier noch so ein kleines Tesafilmchen dran gemacht oben, damit es besser hält. Und jetzt sollte sich das hier schön leicht abziehen lassen. Also das hat wirklich perfekt geklappt. Ja, dann schlage ich mir jetzt noch den Rest der Creme auf und werde sie hier außenrum verkleiden und obenrum schön dekorieren. Los geht's. Erstmal, wie gehabt, eine Krümelkruste. Dann können wir in einer zweiten Schicht nochmal drüber gehen, wenn wir wollen, und noch etwas dicker eindecken. Also es ist wirklich eine fantastische Creme, auch zum Eindecken. Es ist, glaube ich, auch eine wunderschöne Torte für einen Geburtstag von jüngeren Menschen, die gerade 18 werden zum Beispiel. Da passt es auch super gut. Oder 20. Einmal rumgehen, schön scharf abziehen. Jetzt können wir noch eine zweite Schicht auftragen. Die könnt ihr jetzt so dick machen, wie ihr wollt. Und dann können wir da ein Muster reinziehen oder es noch dekorieren. Also da könnt ihr wirklich kreativ werden. So, die zweite Schicht ist nahezu fertig. Ich werde jetzt hier einmal mit dem Kamm durchgehen. Einmal abstreichen. Gucken, wie es aussieht. Da kann man noch mal rumgehen. Das ist noch nicht ganz überall angekommen. Wunderbar sieht's aus. Richtig schön fein. Einmal noch hier oben etwas den Rand wegnehmen zur Mitte hin. Sehr schön. So, ich habe mir noch Sahne steif geschlagen mit etwas Zucker und Sahnefest. 200 Gramm. Sehr, sehr schön sieht's aus. Ich finde das eigentlich richtig toll mit dem Weiß. Ein schöner Kontrast. Da braucht man schon einiges an Sahne. Also nehmt euch da wirklich so ein bisschen was, dass ihr auch genug habt. Sehr schön sieht's aus, richtig festlich. Also das kann man auch zu einer Hochzeit wirklich so servieren, kein Problem. Bisschen was ist noch übrig, aber nicht allzu viel. In die Mitte noch etwas Kakao. Sehr hübsch. Dann muss natürlich auf so eine Herztorte müssen noch kleine Herzchen drauf. Hier so auf die Sahne setzen, abwechselnd. Gerne so ein bisschen versetzt und abwechselnd draufsetzen. Dann sieht es lockerer aus. Und das letzte Herz. Ich würde sagen, fast fertig, aber auch nur fast. Denn es gibt noch eine Sache, die ich machen möchte. Und zwar möchte ich noch silberne Kugeln aufsetzen. Und das ist natürlich klar, denn es ist ja eine Milky Way Torte. Und ich finde, zur Milchstraße passen noch silberne Sterne. Das ist meine Milky Way Herztorte. Ich finde, sie ist ganz hübsch geworden und wir werden sie gemeinsam probieren. Erstmal einen schönen Tee. Und dann werden wir das Prachtstück einmal anschneiden. Ist eigentlich fast ein bisschen schade drum, muss ich sagen. Und da kommt unsere fantastische Herztorte. Wirklich ein Prachtstück sondergleichen. Wahnsinn. Also eine wunderschöne Torte, wirklich toll. Zu jedem Geburtstag, zu jedem Jubiläum, zur Hochzeit kann man wirklich zu jedem Anlass backen. Und sie schmeckt traumhaft. Ich sag's euch, probiere für euch.
die pure Milky Way Torte, einfach der Wahnsinn. Cremig ohne Ende. Also, wer Milky Way liebt, wer Schokolade liebt, der wird diese Torte absolut genial finden. Unbedingt ausprobieren. Das war meine Milky Way Herztorte, ein fantastisches Rezept. Müsst ihr unbedingt einmal ausprobieren. Derjenige wird sich sicherlich unglaublich freuen. Es ist wirklich was ganz Besonderes. Ich hoffe, ich bekomme ganz viele schöne Fotos von euch auf Facebook oder Instagram. Die Links dazu findet ihr wie immer hier unten unter dem Videotitel in der Beschreibung. Dort findet ihr auch das Rezept zum Nachlesen und sogar zum Ausdrucken. Und natürlich schaut im Shop vorbei. Es gibt noch bis zum 14.02. den Valentinscode. Valentin 2025, 5% auf alles. Viel Spaß beim Backen, viel Spaß beim Stöbern und wir sehen uns nächste Woche hier wieder am Sonntag um 10 Uhr mit einem neuen Torten- oder Kuchenvideo. Nicht vergessen zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Bis bald. Macht's gut. Tschüss.